Servus, grüß euch. Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, wie ich das mache. Ohne dass ich irgendeine Ahnung davon habe, ob es funktioniert oder was für Probleme auf mich zukommen. Mechanik ist ja so gar nicht meins, also so mit Gelenke und Umlenkung und das Ganze. Das ist so gar nicht meins. Am liebsten würde ich es mit einem Linearmotor machen. Ganz kurz, wenn ihr natürlich die letzte Folge nicht gesehen habt, dann wisst ihr nicht, um was es geht. Ich möchte hier eine automatische oder eine Verriegelung bauen, weil ich hier bis jetzt immer Bolzen drin gehabt habe, die ich gezogen habe, hier und hier. Das gefällt mir nicht. Entweder will ich es über einen Hebel machen, was die gängige Methode ist. Da eben kann ich dann aber nicht auf so ein Fertigteil zugreifen, Fertighebel zugreifen, weil es für meinen Kleintraktor vom Frontlader her einfach nicht passt. Was mir am besten gefallen hätte, wäre mit so einem Linearantrieb. Das Problem bei diesen Linearantrieben, also das ist jetzt nur ein Beispiel, der passt natürlich überhaupt nicht, ist, dass der sich dreht. Schon mal das erste. Der dreht sich und der dreht natürlich den Bolzen auch mit. Und dann bewegt er sich nicht, wenn er sich dreht. Dann ist es wie ein Motor, er dreht sich. Ich müsste hier das festhalten, dass er ausfahren kann. Problem Nummer 2, ich müsste das so lang wählen, dass ich hier diese 10 cm Hub und die 10 cm Hub auf 20 cm addiere und dann wird dieser Linearmotor groß auf 20 cm. Das ist dann ein Linearmotor, der 350 mm hat und insgesamt 520 mm. Da komme ich nicht hin. Da komme ich nicht hin von den ganzen Maßen her. Keine Chance. Ich bin hier gerade mal bei 60 cm bis hierher. Ungefährer Abstand. Wenn ich jetzt hier noch 520 mm weg tue, also dann bin ich ungefähr hier. Da gehört aber noch der Bolzen dazwischen und das Ganze. Ich brauche diese 10 cm Bolzen, die gehen ja hier noch raus, weil die muss ich ja dann hier einschieben. Also keine Chance. Geht nicht. Zumindest nicht mit den gängigen, die ich gefunden habe. Also was bleibt mir übrig? Hier so ein Hebel hin. Ein Hebel, mit dem ich den Bolzen hier und hier ein- und ausfahren kann. Kennt ihr ja sicher. Gibt es ja, wie schon gesagt, fertig zu kaufen. Das Problem ist nur, dass ich mal alles eben auf mein Maß abändern muss und deswegen nichts Fertiges kaufen kann. Jetzt gäbe es natürlich hier die Möglichkeit in der Mitte, einen Drehpunkt hier genau mittig zu machen. Dann hat man hier oben und unten eine Schraube, wo man dann abgeht, mit so Armen weggeht und den wegzieht, den Bolzen rauszieht und den Bolzen rauszieht, weil wenn der eine so geht, geht der andere so. Also immer so versetzt. Es würde auch funktionieren, so sind es draußen, so sind es eingezogen zum Beispiel. Das versuche ich auch heute zu bauen. Ich fange jetzt einfach mal an. Das muss ich hier hinschweißen, weil der darf sich ja nicht bewegen. Der Bolzen ist ja so drin. Und wenn er verrutscht, dann kriege ich den nie wieder hier rein. Also brauche ich was, wo der geführt wird. Da nehme ich jetzt das Rohr hier, das Vierkantrohr. Da passt der Bolzen genau rein. Natürlich könnte es auch ein rundes Rohr sein. Ich habe aber jetzt kein Rohr. Ich habe das und das gelangt. Also werden wir im ersten Schritt einmal hier das hier festschweißen. Ich bin kein Ingenieur oder irgendwas, also für mich gibt es das in der Praxis und keine Theorie. Da gibt es vielleicht andere, die machen das erst am PC berechnen und das Ganze. Wie funktioniert das? Nein, bei mir funktioniert das, indem ich es in der Praxis teste. Und so zeige ich es euch auch. Also schneiden wir mal jetzt erst einmal hier ein paar Zentimeter ab. Die hefte ich mir jetzt hier mal an. Dass der hier, wenn es angeheftet ist, einfach schön rein und raus geht. Ja, dann mache ich mal die andere Seite. Jetzt schneide ich mal hier 2 Bolzen raus. Zu lang dürfen es nicht sein. Das hier wird jetzt die Mitte. Da wird dann der Drehpunkt von dem Hebel gemacht. Genau in der Mitte. Das heißt, wir bohren jetzt hier erst einmal ein Loch. Komplett im Blindflug. Man sieht hier echt, naja, man sieht schon was, aber total angelaufen.
Also ich habe das eingeschweißt oder angeheftet und habe hier eben eine Schraube durch und jetzt versuche ich hier gerade, hier ist der Mittelpunkt angezeichnet. Ich muss ja 10 cm erreichen. Also sprich, wenn ich jetzt hier reinbohre, muss diese Ecke auch da drüben die 10 cm erreichen, dass ich 10 cm insgesamt an Hub erreiche. Und das würde so passen. Das wären die 2 Punkte. Bohren wir die mal. Dann können wir hier mal Schrauben durchtun und dann können wir das mal schauen, wie wir das mit der Umlenkung ungefähr machen, dass wir das links und rechts anziehen. Ich habe mir jetzt hier so einen Blechstreifen zurechtgebogen einmal. Ihr seht es, so schaut er aus. Mit dem probiere ich es jetzt mal. Das ist jetzt einer. Ich bräuchte eigentlich noch einen zweiten für die andere Seite. So, jetzt bin ich gespannt. Aber es schaut gut aus. Also wenn man das jetzt hier so biegt, dann dürfte es funktionieren. Jetzt machen wir nochmal so eins. Also ich habe es jetzt mal zusammengebaut und es schaut so aus, als würde es funktionieren. Hakt natürlich jetzt ein bisschen. Ich meine, ich habe alle Schrauben noch locker. Ja, jetzt muss man jetzt schauen, wie es ist, wenn es festgeschweißt ist. Und der Abstand passt noch nicht ganz. Während es hier drüber schaut, fehlt hier noch ein Zentimeter. Ja, also das gehört hier nochmal geändert. Vielleicht sind auch die unterschiedlich, die zwei. Ich werde jetzt das Teil, das Mittelteil, nochmal aus einem dickeren Stahl, Flachstahl bauen. Auch mit schönen Hebel, also länger. Bin gespannt, wie es ist, wenn es dann alles zusammen ist. Das hier müssen wir auf die Oberseite tun. Der Abstand hier, der ist mir zu lang. Problem ist, ich habe jetzt wieder keinen Flachstahl in der passenden Größe da. Alles da, aber kein Flachstahl. Muss ich mal schnell einen bestellen und dann mache ich in ein paar Tagen wieder weiter. Jetzt mache ich noch die Hydraulik-Schlauchabdeckung vom Janmar hin. Da habe ich ja das Blech. Das bohre ich jetzt per Hand. Ganz ehrlich, bis ich das jetzt eingespannt habe auf der Bohrmaschine, ist das hier schon längst durch. Tun wir schnell einen Graten. Ja gut, biegen ist ein 1 mm starkes Blech, kein Problem. Aber biegen so, dass es passt, ist die Herausforderung. Hinkommen soll das Ganze hier. Ich schneide hier ein Gewinde rein. Dann habe ich da kein Problem, das Blech immer wieder abzumachen, wenn es ist. Leider sind die Lichtverhältnisse heute nicht so gut. Wir haben gestern noch Gewitter gehabt mit Sturm und alles Mögliche. Hinten hat es wieder einiges runtergehauen an Äste, die muss ich dann auch noch irgendwann einmal aufsammeln. Und heute ist eher so ein Trübswetter. Ja, keine Ahnung. Also hier ist der Schlauchende. Markiere ich mal die Stelle mal. Ungefähr hier können wir die Biegung machen. Das ist jetzt heute ein bisschen anpassen. Wegschrauben, anschrauben, ein bisschen biegen. Dann wieder nachschauen, wo macht man es unten fest. Ausschneiden eventuell. Okay. Im Endeffekt muss man jetzt hier anlegen und dann... Das ist das Schöne bei so einem kleinen Blech. Das kann man ja schnell per Hand biegen.
Wichtig ist mir bloß, dass es eben gerade wird. Ich habe jetzt draußen mir die Markierungen gemacht, wo ich ungefähr das Blech zuschneiden muss. Es gibt in der Mitte so eine vorgegebene Schraube, da mache ich es fest und den Rest schneide ich alles weg. So, dann hoffen wir mal mit der Blechschere. 1 mm starkes Blech, dass das geht. Wenn nicht, dann machen wir es mit der Stichsäge. Schaut gut aus. Und wenn man jetzt hier durchschaut, dann wisst ihr, warum ich hier das ausgeschnitten habe. Das müssen wir auch noch zurechtbiegen. Hier geht es mir jetzt rein um den Schutz, dass die Schläuche nicht, falls einmal ein Schlauch platzt, ich den direkt nicht im Gesicht habe. Deswegen tue ich auch um die Schläuche hier zumindest so einen Schutz drüber. Da gibt es extra so Berstschutz, das ist der zwar nicht, glaube ich, aber zumindest schütze ich damit die Hydraulikschläuche. Irgendwo habe ich noch einen gekauft, da drüben liegt er. Die werde ich dann hier noch drüber tun. Einfach um ein bisschen die Sicherheit zu erhöhen, weil ich es halt hier doch direkt im Gesicht habe oder direkt vor mir habe. Und ja, wenn einmal so ein Leck ist und du kriegst es direkt ins Auge beim Arbeiten, möchte ich nicht haben. Deswegen versuche ich hier einfach das ein bisschen abzudecken und das ist der ganze Grund. Unten gebohrt, da können wir es befestigen und oben können wir es befestigen. Jetzt wird das Ganze nur entgratet, abgeschliffen, die Kanten abgeschliffen. Und dann können wir es zumindest lackieren. Rot natürlich. Rot lackieren, Rot habe ich da. Dann bauen wir es hin. Ich habe mal vor einiger Zeit beim Anhängervideo, glaube ich, war es, einen Kommentar gekriegt, warum ich die Dinger, die Rahmenleisten neu mache. Das ist doch Verschwendung, die alten sind doch nur gut. Also, ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass ich wirklich nichts verschwende. Das hier, die Streifen, was ich da nutze, für hier, das sind die Streifen, die was ich immer noch übrig habe von der Kabine, vom Kabinenbau, von der von der Heckscheibe von Massey Ferguson. Ich habe diese Blechstreifen, die was ich weggebaut habe, auch noch aufgekommen. Ja, der Kommentar damals, der ist mir immer noch im Kopf geblieben, weil es wirklich geheißen hat, das ist Verschwendung und alles Mögliche, wenn du das wegbaust. Aber wirklich, bei mir werden die Sachen wirklich aufkommen. Bei mir werden, wie mit dem Steuergerät zum Beispiel im letzten oder vorletzten Video, die Dinge werden bei mir repariert oder versucht zu reparieren und selbst dann wird es nur aufkommen. Hier hinten liegt immer nur das vom Steuergerät alles rum. Ich konnte mich noch nicht dazu durchringen, das wegzuschmeißen. Hier, das ist dann der Kantenschutz. Mei, den habe ich schon. Wie lange habe ich den schon? Ich glaube auch schon an die bestimmt 15 Jahre liegt der schon bei mir rum, der Kantenschutz. Bei mir gibt es das einfach nicht, dass ich sage, jetzt schmeiße ich was weg, das möchte ich nicht mehr oder das brauche ich nicht mehr. Ich versuche es erst einmal alles aufzuheben. Irgendwann kommt schon einmal der Moment, wo ich sage, ich brauche es. Erst letztens habe ich wieder was weggeschmissen, wo ich mir gedacht habe, das liegt jetzt schon seit ein paar Jahren rum, das brauchst du nie wieder. Fragt mir jetzt nicht mehr was, ich weiß es nicht mehr. Habe ich weggeschmissen und danach, was war dann? Genau dann, Mei, jetzt hast du es weggeschmissen. Jetzt hättest du es gebraucht. Super. Kennt ihr sowas auch? Aber natürlich bleibt es halt einfach manchmal nicht aus, dass man einfach mal sagt, man kauft neue Teile oder man braucht was Neues dazu. Weil man so viel Aufwand drin hätte, das abzuändern. Also das hier, den Streifen, wo ich gesagt hätte, natürlich könnte ich den jetzt hier als Griff hernehmen. Hätte ich jetzt da. Aber der ist mir erstens mit seinen 2 mm ein bisschen zu dünn als Griff. Stahl, ich hebe wirklich alle Reste auf. Ihr seht solche kurzen Stücke, selbst die hebe ich auf. Oder hier das Rohr von der Gelenkwelle, hier liegt die Gelenkwelle noch. Das habe ich auch noch aufgekommen. Lauter so Sachen. Also selbst kleinste Stücke, wo ich mir denke, das brauchst du noch. Oder das könntest du noch brauchen. Bei dem Blech, das habe ich jetzt grundiert. Das ist zwar ein verzinktes Blech, aber ohne Grundieren geht es halt einfach nicht. Dann drehen wir es um und dann grundieren wir die andere Seite noch. Ja, und dann wird es in Rot wieder angesprüht. Also hier, die sind wirklich genau übereingebohrt. Genau passend gebohrt. An denen liegt es nicht, dass das irgendwie so leicht schief ist, dass es hier weiter raussteht. Ich schleife mir jetzt hier alles rund, mache die 2 Dinge schön, die lasse ich übrigens, die passen. Und das
tue ich mir jetzt eben auf die obere Ebene draufschweißen schnell. Das mache ich jetzt wieder ab. Okay, hier schaut es 1 Zentimeter raus und hier. Also kriegen wir das schon hin, wenn wir das zum Beispiel hier ein bisschen an der Schraube ändern. Hagelt es auch noch. Kleine Hagelkörner, Gott sei Dank nur. Vorhin ging ein riesiger Sturm durch. Muss ich erst mal schauen, was alles umgehauen hat. Ja, irgendwie ja schön, wenn es regnet, natürlich. Wir haben jetzt lang genug Trockenheit gehabt. Aber das ist halt dann auch wieder so extrem. Naja, schauen wir morgen an. So, hier hat ein Vogelnest runtergehauen. Aber kein Vogel drin. Der Bach hat auch wieder Wasser, wie ich sehe. Das ist jetzt ein Vorteil, weil der hat jetzt wirklich wenig Wasser gehabt die letzten Tage. Da liegt noch ein Ast. Oh. Ich sag oh, weil da hinten hat es was umgehauen. Schauen wir gleich mal hin. Jetzt gebe ich das schnell den Ziegen, da ist der Geier. Naja, den einen leid, den anderen freut. Ihr habt was davon wenigstens. Das sind schon so ein paar Dinge, die hat mir der Jonas gestern noch zusammengesammelt. Ja, die Weiden hauptsächlich, wenn man so riesen Bäume, so riesen Weiden auf dem Grundstück hat, da fällt natürlich immer was runter. Aber so einigermaßen schaut es ganz gut aus. Da hinten müssen wir gleich hinschauen. Das Zelt hat es auch gut überstanden. Da habe ich jetzt auch nichts auf die Schnelle gesehen. Schauen wir kurz darüber. Ja, da liegt auch wieder was auf der Wiese. Das ist hier auf der Wiese, der Riesenbaum hier, da haut es einmal was rüber. Mei. Das Blöde ist, ich habe jetzt einen Januar noch nicht und hier haut es dementsprechend immer viel runter. Hier stehen viele Bäume. Deswegen schaut es hier immer ein bisschen schlimmer aus bei uns. Aber im Endeffekt, ja, das meiste ist jetzt nicht tragisch. So kleine Äste hauptsächlich. Der Riesenbaum steht noch. Da bin ich schon froh. Ja, hier ein bisschen immer so. Uiuiui. Und das eine Haselnuss. Wie kann eine Haselnuss umfallen? Vor allem die hier. Die war ja mittendrin. Gleich abgebrochen, gleich so schlimm. Ja, würde ich sagen, gibt Brennholz. Aber Anhänger ist jetzt nicht kaputt. Da hat es noch eine Weide mitgehauen. Hat der Anhänger noch mal Glück gehabt. Ha? Bisschen ist draufgefallen auf den Anhänger. Aber nicht weiter tragisch. Bei der Weide habe ich ja irgendwann einmal Angst, dass die mal umfällt. Weil die schon so schräg steht. Lustigerweise, bei der ist überhaupt nichts passiert. Muss ich halt einmal mit der Kettensäge anrücken und mit dem Janmar dann, wenn er fertig ist, und dann ist das gleich erledigt. Schauen wir mal, wie es da hinten ausschaut. Da liegt ein Ast. Ja, alles gut überstanden, würde ich mal sagen, relativ gut. Das Problem wird das sein, wenn ich den jetzt hier abschneide. Der hängt ja so, der hängt schon so rüber. Wenn ich den jetzt hier irgendwo kürze, dann wird es mir den Rest wahrscheinlich hochhauen. So was können wir häckseln. So. Na, wenigstens ihr habt was davon. Da lobe ich mir jetzt wieder einen Häcksler, den ich mal angeschafft habe. Der ist schnell einsatzbereit. Alles durchhauen, fertig. Und dann schöne Hackschnitzel haben. Es fällt einfach wirklich bei uns so viel runter. Durch das, dass wir so ein verhältnismäßig
großes Grundstück haben, kommt da immer wieder was daher. Also das Zelt, gar nichts. Fehlt sich echt nichts. Was ist hier? Hier jetzt ist ein bisschen... Nee, das passt. Hier ist mal so. Aber da kann sie nicht weg, oder? Warum ist das so? Hängt ein bisschen durch hier. Naja. Mach ich ihn Jan mal weiter. Der hilft mir wenigstens beim Aufräumen, dann ist einfacher. Ja. Dann kommt jetzt hier der Kantenschutz rum. Hier oben lasse ich frei, da wird es ja festgeschraubt. Da brauche ich keinen Kantenschutz. So. Okay, dann baue ich das jetzt mal draußen hin. Hier ist es jetzt schön zu, schließt überall schön ab, schaut auch von hier jetzt gut aus, stört nicht beim Bremsen. Vielleicht muss ich hier noch das ein bisschen runter tun, das ist immer noch hier zu lang, das anders ein bisschen zusammenbinden. Macht was her. Also optisch wird es schön sein, wenn ich es natürlich auf der anderen Seite auch noch sowas hinmache. Gefällt mir schon nämlich recht gut. Aber wie schon gesagt, die andere Seite ist natürlich jetzt so frei. Aber ja, mir ging es jetzt bloß um die Hydraulikschläuche. Stromausfall! Scheiße, jetzt hat es mal alles rausgehauen. So, da hat es jetzt gerade die Sicherung rausgehauen. Warum, weiß ich nicht. Probieren wir es nochmal. Das habe ich jetzt hier an der Oberseite eingeschweißt. Ich habe jetzt alles ein bisschen verschliffen. Jetzt habe ich geschaut, ob es funktioniert. Und es geht ja immer noch nicht weiter raus. Ich habe jetzt extra geschaut, alles ausgemessen, es ist im gleichen Abstand. Wir sind hier einfach weiter drin. Jetzt bin ich natürlich kein Ingenieur, aber einen Fehler habe ich trotzdem gefunden. Ist ja ganz logisch, ich habe einen Denkfehler drin gehabt. Das ist jetzt die Mittelstellung. So ist die Mitte. Jetzt ist natürlich der Weg weiter, weil das hier, der ist ja im unteren Bereich und nicht in der Mitte. Wäre der Bolzen jetzt hier mittig, wäre links und rechts derselbe Weg. Und genau das ist das Problem. Dieser Hebel muss mehr Weg zurücklegen, um den Bolzen da reinzuschieben. Und was machen wir jetzt da? Habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Ich tue das einfach hier verlängern. Hier sind es 4. Und hier sind es 2,5, sprich, ich muss diesen hier 1,5 cm länger machen. Dann komme ich ja weiter rein. Das ist halt das, wenn man halt jetzt selbst sowas versucht zu bauen, dann geht halt einmal was schief, dann funktioniert nicht gleich alles auf Anhieb. In dem Fall ist es genauso, durch Versuch wird man klug. Und jetzt mache ich das schnell und dann schauen wir, ob das funktioniert. Beim Schleifen habe ich mir jetzt hier noch meine Schleifscheibe kaputt gemacht. Die sind scheinbar nicht für Metall ausgelegt. Da oben ist noch gegangen. Vielleicht gibt es da welche aus Metall, also für Metall zum Schleifen. Ich denke mal, das sind ganz normale Papierscheiben oder Schleifscheiben für Holz oder sowas. Trotzdem habe ich es geschafft, eine länger zu bauen. Wir sind jetzt hier genau um das Stückerl, also 1,5 cm länger. Dann baue ich es mal schnell ein. Das ist noch nicht perfekt. Jetzt stößt es hier an. Hier haben wir mehr Platz. Hier ist es abschließend. Und hier schaut es 5 mm drüber. Ja, wenn man es ganz reinschiebt, dann geht's. Allerdings muss ich hier noch ein bisschen dann zumindest abschleifen. Irgendwo liegt halt nur ein kleiner Fehler.
Aber es passt. Jetzt mache ich Folgendes. Ich schleife das jetzt noch ein bisschen zurecht. Mache das hübsch mit Farbe, tu Farbe drauf. Und im nächsten Video bauen wir alles zusammen und schauen, ob es funktioniert. Macht's es gut, bis dann, ciao.